Hey Lovely, herzlich willkommen zu einer kleinen Liebesserie. Wir starten heute mit dem ersten Teil. Es wird so circa, ich würde sagen, 4 bis 6 Teile geben, je nachdem, wie sich nämlich die Legung im Verlauf entwickelt. Dementsprechend kommen dann noch gewisse Fragen dazu. Aber das ist jetzt noch nicht sicher, also 4 Teile werden es auf jeden Fall. Und im heutigen ersten Teil schauen wir als erstes auf die aktuelle Situation innerhalb deiner Verbindung. Es spielt gerade noch gar keine Rolle, in welcher Art von Verbindung du bist. Wunschpartner, in einer festen Beziehung, in einer Ehe, in einer Kennenlernphase, was auch immer gerade bei euch beiden Sache ist. Falls du Single bist und es anschaust, kann es auch sehr gut möglich sein, dass das vielleicht, also dass die Legung vielleicht eine vergangene Partnerschaft von dir spiegelt, wo du im weiteren Verlauf dann noch was rausfinden kannst oder vielleicht sogar gewisse Themen aufarbeiten kannst. Wer weiß, wer weiß. Meiner Meinung nach gibt es überall immer Botschaften drin. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Ich werde mir das Kartenbild abholen und ich glaube, ich werde das diesmal so machen. Ja, ich glaube, dass ich nicht alle Karten zeige. Dann können wir, glaube ich, auch noch mal ein bisschen Zeit sparen. Ich hatte doch mal erwähnt, dass ich niemanden irgendwie an meine Videos fesseln möchte. Wenn es ein interessantes Thema für dich gibt, mit dem du resonierst, dann schau es dir gerne an. Ich möchte aber nicht, dass du stundenlang hier sitzen musst oder so. So, gucken wir auf eure Verbindung. Was haben wir? Was ist der aktuelle Stand? Oh, wow! Festigung, Zugehörigkeit, das kann ich hier schon mal sagen. Ein Angebot, Lösung, ein Zusammenfinden, Vereinigung. Ja, ich bin noch nicht ganz fit und ich merke gerade, dass jetzt unterm Reden wird mein Hals einfach brutal trocken. Aber das erste Video, das schaffen wir jetzt einfach so. Nachher hole ich mir dann was zum Trinken. Genau, also eine Neuausrichtung, ein Richtungswechsel, eine gleichmäßigere Verteilung eventuell. Wundervoll. Okay, nee, das muss ich kurz zeigen. Ich habe ja die Twin Flame Karten und das Tarot Deck von den Twin Flames hier liegen, mit denen ich arbeite. Und wir haben gerade, ist hier untereinander hingeflogen, also die stehen in Verbindung zueinander. Das Angebot aus den Twin Flames und dann das Ass der Kelche auch noch mit dabei. Also, es geht hier um ein Pärchen, deren Verbindung sich enorm festigt. Und es zieht sich gerade hier über die komplette Legung und das ist total schön. Hier kommt Licht rein, hier sind Erkenntnisse, hier sind Offenbarungen, hier ist ein Liebesangebot. Es gab einige Konflikte und es gab auch einige unschöne Dinge. Jetzt pass auf, die Sache ist die, in der Vergangenheit gab es zwischen euch oder ist vielleicht immer noch aktuell eine Art von Distanz, aber eine unschöne Distanz. Es kann sein, dass der eine den anderen aus dem Leben gekickt hat, ganz radikal. So, pass auf, von heute auf morgen, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. Es kann sein, dass man hier sogar auch irgendwie blockiert wurde direkt auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen oder so, dass hier eine Trennung vollzogen wurde, dass hier ein unschönes Miteinander stattgefunden hat. Also jetzt nicht nur im Sinne von Streit, sondern den anderen auch irgendwo fertig machen. Verbal oder ja, also
es war eine sehr, sehr unschöne Energie, die sich hier zeigt in der Vergangenheit, beziehungsweise die jetzt aufgelöst wird. Ja, wir haben hier die Lösung, wir haben die Auflösung für ganz, ganz unschöne Themen, für ganz unschöne Gespräche zwischen euch beiden. Das kann sein, dass es hier per Kommunikation gelöst wird, kann aber auch sein, dass einer von euch beiden gewisse Erkenntnisse erlangt und dementsprechend dann auch auf den anderen zugeht und sich dafür entschuldigt oder sagt, hey, pass auf, das war nicht richtig, lass uns neu anfangen in dieser Hinsicht, lass uns diese Dinge anders klären, anders regeln. Bei den ein oder anderen ist hier dann auch das Angebot für eine Paartherapie eventuell oder wenn es sich hier um eine Kennenlernphase handelt, dass jemand von euch sagt so, hey, ich möchte unsere Beziehung jetzt komplett anders aufrollen. Komplett anders als die Beziehungen, die ich vorher hatte, die ich vorher gelebt habe. Ich möchte keine Red Flags mehr übersehen. Ich möchte ganz offen und klar in eine neue Richtung gehen. Und auch, was auch ganz wichtig ist, was sich auch hier unterm Deck zeigt, ich möchte die alten Themen aufarbeiten. Und das geht entweder von einer Person von euch beiden aus, wo die andere dann mitzieht, oder beide kommen in diese Kommunikation. Hier entsteht Liebe auf einem anderen Level, auf einem anderen Niveau. Hier entsteht neue Schwingung. Ich muss es doch zeigen, es hilft alles nichts. Hier haben wir die Vibrations und dafür bekommen wir die 9 der Münzen und die 10 der Kelche. Ja, 10 der Kelche. Also, das ist ein enormer Aufstieg. Das ist eine Festigung. Das ist eine Manifestation der Liebe, der energetischen Liebe auf der irdischen Ebene. Es wird zusammengeführt, was zusammengehört. Ist jetzt natürlich nicht überall so, ist nicht bei jedem so, ist klar, es ist ein kollektives Reading, aber das ist die aktuelle Situation zwischen euch beiden. Also wenn du hier siehst oder spürst, oh, das mit uns beiden geht in eine neue Richtung. Wir gehen anders miteinander um. Es ist eine neue Art von Kommunikation. Es ist eine neue Art, wie wir uns gegenseitig behandeln. Eine neue Art von Respekt. Es kann aber auch sein, weil ich vorhin gesagt habe, in der Vergangenheit sind hier vielleicht ganz, ganz unschöne Dinge geschehen zwischen euch beiden. Und es spielt keine Rolle, wann diese Vergangenheit ist, ja, ob das jetzt erst vor kurzem war oder schon vor 10 Jahren. Ihr trefft hier wieder aufeinander. Oder diese Person kommt auf dich zu. Oder du gehst eventuell auf die Person zu, auf dieses Gegenüber und ihr kommt euch wieder näher. Ich möchte hierzu noch etwas abholen. Es ist so schön, wenn 2 Menschen sich finden und die Entscheidung treffen, egal wie schwer es wird, egal welche Herausforderungen oder Hindernisse sich zeigen, wir beschreiten diesen Weg gemeinsam. Da ist Liebe. Und wenn es gerade nur, sage ich jetzt mal, auf der energetischen Ebene ist, zum Beispiel jetzt in der Kennenlernphase, dann wird das nach außen kommen. Es kann auch sein, wenn du hier, wenn du verheiratet bist, in einer langjährigen Ehe zum Beispiel, und ihr habt eine richtig heftige Krise hinter euch oder seid noch mittendrin, dann kommen hier die Lösungen.
Es arbeitet sich auf, Stück für Stück. Hab Vertrauen und hab den Mut, diesen Weg weiterzugehen. Ist jetzt sehr allgemein gesprochen natürlich. Ja? Ich meine, wenn du in einer sehr, sehr unschönen Beziehung bist, wo du einfach das Gefühl hast, hier geht es nicht weiter, wir können diesen Weg nicht weiter gemeinsam beschreiten, dann ist das hier nicht eine Legung. Ja? Also bitte, trotz allem, was wir hier für schöne Sachen sehen in dieser Legung, reflektier bitte ganz, ganz genau, wie es bei dir wirklich aussieht innerhalb deiner Verbindung. So, ja, es ist kompliziert. Ich habe mir noch so Beziehungskarten abgeholt, da gucken wir auch noch mal schnell rein. Was haben wir hier? Die karmische Liebe. Okay, es geht um Lernaufgaben. Es geht darum, dass einer von euch beiden bisher vielleicht immer der Typ war, der die falschen Menschen in sein Leben gezogen hat. Vielleicht hast du diese Person jetzt auch frisch kennengelernt und da sind so ein paar Warnsignale, wo du dir denkst, oh nee, nicht schon wieder das Gleiche. Jetzt ist die Frage, hast du daraus gelernt? Hast du aus der Vergangenheit gelernt? Weil dieser Mensch ist jetzt irgendwie anders. Oder du bist total überwältigt und vielleicht auch teilweise überfordert davon, dass diese Person so komplett anders ist, als alle Menschen beziehungstechnisch gesehen, denen du in der Vergangenheit begegnet bist. Kennst du das? Vielleicht aus dem Fernsehen oder aus irgendwelchen Videos oder so im Internet, wenn Menschen erzählen, wie es für sie ist, auf einmal in einer gesunden Beziehung zu sein. Dieses ganze toxische Gehabe hinter sich zu lassen. Endlich für sich selbst in die Heilung gehen können und einen Partner an der Seite haben, an seiner Seite haben, der einen unterstützt und nicht runterzieht. Dann haben wir noch die Star-Crossed Lovers. Hindernisse und Herausforderungen. Es gab zwischen euch ein schlechtes Timing. Vielleicht gab es auch eine Zeit, in der mindestens einer von euch beiden unbedingt mit dem anderen zusammen sein wollte, aber es hat nicht funktioniert. Es sollte nicht sein. Und da kann man tun und machen, was man möchte. Wenn es nicht für jetzt bestimmt ist, vorausgesetzt man glaubt an das göttliche Timing, dann soll es auch einfach nicht sein und dann wird es auch nicht geschehen. Und genau das war zwischen euch beiden. Es war immer nur kompliziert. Einer von euch mindestens wollte, aber es ging einfach nicht, weil hier einfach noch gewisse karmische Lernaufgaben auch aufgearbeitet werden wollten. Es ist immer, vielleicht sagst du jetzt, ist es immer einfach zu sagen, ja, es sollte nicht sein und Karma hin, Karma her. Es ist alles eine Sache der Perspektive, wie man das Konzept der Beziehung, der Verbindung, der Seelenpartnerschaften definiert. Ich möchte dir da nicht reinreden. Ich habe für mich meine Wahrheit gefunden, aber meine Wahrheit ist, die ist zwar wahr, aber ist nur ein Anteil von der großen und ganzen Wahrheit. Deswegen möchte ich das jetzt auch niemandem auferlegen. Ich sage nur, hinterfrage alles. Konfrontiere dich mit deinen Ansichten, mit deinen Erfahrungen, mit deinem Gefühl zur Liebe, zur Partnerschaft, zu allgemein zwischenmenschliche Beziehungen. Was hast du gelernt aus deiner Vergangenheit, aus deinem Elternhaus? Wie wurdest du geprägt? Und so weiter und so fort. Das trägt alles Anteil an deinen zukünftigen Beziehungen. Und das ist nicht nur beschränkt auf Liebe und Partnerschaft, sondern Beziehung haben wir ja im Laufe unseres Lebens mit ganz vielen Menschen.
mit unseren Vorgesetzten, mit unseren Arbeitskollegen, mit unseren Freunden, Bekannten und Nachbarn, mit unserer Familie, mit allen Familienmitgliedern und so weiter. Beziehung ist ganz, ganz wichtig. Und vor allem das Aufarbeiten der Themen, die einen daran hindern, voll und ganz in Beziehung zu gehen. Und ja, ich bitte darum, immer in den Konflikt mit der eigenen Wahrheit zu gehen, weil wir verändern uns im Laufe der Zeit. Unsere Einstellungen verändern sich und ja, auch unsere Wahrheit verändert sich. Und es ist immer wichtig, alles zu hinterfragen, meiner Meinung nach. Das war jetzt einfach nur ein ganz persönlicher Tipp. Ich tue das und ich lade dich dazu ein, es auch zwischendurch mal zu tun, damit diese Veränderung auch wirken kann. Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich ihr seelenbotschaftstechnisch noch was mit reinnehme, aber nein, wir haben gesagt, wir gucken jetzt erstmal ganz allgemein auf die aktuelle Situation zwischen euch beiden. Und ich würde sagen, fürs Erste verabschiede ich mich aus dem ersten Video und das zweite folgt bald und darin geht es um die Gedanken deines Gegenübers in Bezug auf dich, in Bezug auf eure Verbindung. Wir stalken einfach mal in der Gedankengegend etwas rum. Bis bald. Ciao, ciao.